Wusstest du, dass viele Leute jedes Jahr zu viel Steuern zahlen, einfach weil sie keine Steuererklärung machen? Das ist echt verrückt, oder? Da verschenkt man halt Geld, ohne es zu merken. Ja, und das Beste, es dauert oft gar nicht so lange. Viele denken, es ist mega kompliziert, aber vieles ist eigentlich ganz einfach. Man muss nur mal anfangen. Und noch was, ganz ehrlich, das größte Problem bei Steuern ist nicht die Mate, sondern die Angst davor. Also, heute nehmen wir euch die Angst, versprochen. Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Ich bin Julia und ich habe meinen Kaffee hier, na klar. Heute reden wir ganz entspannt über Steuern in Deutschland. Ich bin Tim. Hallo, keine Sorge, wir machen das locker und praktisch. Wir erzählen Beispiele aus dem Alltag, damit es wirklich klar wird. Also, ganz kurz, was sind Steuern überhaupt? Das ist Geld, das wir an den Staat zahlen, damit es Schulen, Straßen, Polizei, Krankenhäuser gibt. Ohne Steuern funktioniert das alles nicht. Genau. Und es gibt viele Arten von Steuern. Die wichtigsten im Alltag sind, finde ich, die Einkommensteuer, die Lohnsteuer auf dein Gehalt und die Mehrwertsteuer beim Einkaufen. Kurz erklärt, Lohnsteuer ist die Steuer direkt vom Gehalt laut Einkommensteuer ist am Ende vom Jahr die Summe auf alles, was du verdient hast. Und Mehrwertsteuer ist das, was du beim Kauf im Laden mitzahlst, also im Preis drin. Bei der Mehrwertsteuer sind oft 19% im Preis. Bei manchen Sachen sind es 7%, zum Beispiel bei vielen Lebensmitteln oder Büchern. Das merkst du nicht immer, weil es schon im Preis drin ist. Viele fragen, muss ich überhaupt eine Steuererklärung machen? Wenn du nur einen Job hast und alles normal läuft, musst du oft nicht. Aber es lohnt sich oft trotzdem, weil du Geld zurückbekommst. Ja, ich habe zum Beispiel einmal einfach so eine Erklärung gemacht und habe dann 300 € zurückbekommen. Das war echt ein guter Tag. Ich dachte so, warum habe ich das nicht früher gemacht? Haha, kenne ich. Und wenn du unsicher bist, eine Steuererklärung ist einfach ein Formular mit deinen Daten. Du sagst dem Finanzamt, das habe ich verdient, das habe ich schon gezahlt und das sind meine Kosten. Kleines Wort, das wichtig ist, Freibetrag. Das ist ein Teil vom Einkommen, auf den du keine Steuer zahlst. Und es gibt auch Pauschalen, also feste Beträge, die man oft automatisch bekommt. Zum Beispiel die Werbungskostenpauschale. Das heißt, du kannst Ausgaben für den Job angeben, wie Fahrtkosten oder Arbeitsmitteltelefon. Wenn du nichts angibst, bekommst du trotzdem einen kleinen Standardbetrag, eben diese Pauschale. Und beim Weg zur Arbeit gibt's die Entfernungspauschale. Du gibst die Kilometer an, also einfacher gesagt, wie weit ist es von zu Hause bis zur Arbeit? Dafür gibt es Geld zurück. Naja, also weniger Steuer. Viele haben auch Homeoffice-Tage. Da gibt es mittlerweile eine Homeoffice-Pauschale. Die ist für Tage, an denen du zu Hause arbeitest, ohne extra Belege. Apropos Belege, bitte, Leute, hebt Quittungen auf. Also nicht alles, aber das, was wirklich für den Job ist, wie ein neues Headset oder ein Fachbuch, ein Ordner hilft oder halt ein Foto im Handy. Oh ja, und ein großes Thema für Selbstständige und kleine Firmen, nicht privat und geschäftlich mischen. Ein häufiges Problem ist, dass Leute ein privates Essen als Geschäftsessen angeben. Das gibt dann echt Stress. Ich habe da eine Story, die ist unangenehm. Jemand wollte eine riesige Reise als Geschäftsreise absetzen, aber eigentlich war es Urlaub. Das Finanzamt hat das gemerkt, es gab eine Nachzahlung und eine saftige Strafe. Autsch, ja. Also Tipp, wenn es privat ist, dann ist es privat. Und wenn du unsicher bist, schreib lieber auf, warum eine Ausgabe für den Job war und behalte den Beleg. Noch ein Wort, das oft kommt, Steuerbescheid. Das ist der Brief, in dem steht, wie viel du zahlen musst oder zurückbekommst. Lies den genau und wenn etwas komisch ist, frag nach. Und da sind wir bei Fristen. Ohne Berater ist oft bis zum 31. Juli im nächsten Jahr Zeit. Mit einem Steuerberater geht es oft bis zum Ende vom Februar im übernächsten Jahr. Aber ja, das kann sich mal ändern. Ich sag mal so, früher anfangen ist besser. Dann fehlt nichts und es gibt keinen Stress. Ein paar Abende und du bist durch. Viele machen die Steuer online über Elster, das ist das offizielle Portal. Das ist kostenlos, aber am Anfang ein bisschen trocken. Andere nutzen eine Software, die erklärt vieles einfacher. Noch was Klassisches, Brutto und Netto. Brutto ist das Geld vor Abzügen, Netto ist das, was du auf dem Konto siehst. Viele erschrecken beim ersten Job, weil Netto einfach deutlich weniger ist. Genau, und ein Teil davon ist eben die Lohnsteuer. Dazu kommen Sozialabgaben, die für Rente und Krankenversicherung. Auf der Lohnabrechnung steht das alles, also ruhig mal genau anschauen. Es gibt auch Steuerklassen. Das sind Gruppen für die Lohnsteuer. Die sind wichtig, wenn du verheiratet bist oder einen zweiten Job hast. Die Klasse bestimmt, wie viel monatlich abgezogen wird. Wenn die Steuerklasse nicht passt, zahlst du vielleicht zu viel. Das kannst du ändern lassen
Und am Ende gleicht die Steuererklärung das sowieso aus. Kleiner, aber guter Tipp, Spenden kannst du oft absetzen. Also wenn du Geld an eine anerkannte Organisation gibst, nimm die Spendenquittung. Das senkt deine Steuer ein bisschen. Und Arbeitsmittel, wie ein Schreibtisch oder ein Stuhl fürs Homeoffice, gehen oft auch. Aber, naja, nur wenn du sie wirklich für die Arbeit nutzt. Mischkäufe sind schwierig. Thema Konten. Für Selbstständige empfehle ich echt ein eigenes Geschäftskonto. Dann siehst du sofort, was beruflich ist. Wenn du alles mischst, verlierst du den Überblick und machst Fehler. Das ist einer der größten Fehler am Anfang. Viele denken, Einkommen ist Einkommen, egal ob privat oder geschäftlich. Aber das ist falsch, weil das Finanzamt ganz genau trennt. Wenn du etwas unsicher bist, schreib dir Notizen zu jeder Ausgabe. Zum Beispiel Mittagessen mit Kunde Müller, Thema Projekt X. Dann weißt du in 3 Monaten noch, was das war. Und keine Panik vor dem Finanzamt. Die Leute da sind auch Menschen. Wenn du ehrlich bist und Fragen stellst, bekommst du meistens eine klare Antwort. Okay, kurzer Blick auf ein größeres Thema, so Europa und so. Es gibt da eine Diskussion über gemeinsame Schulden, die nennt man manchmal Eurobonds. Manche sagen, das ist gut, weil alle zusammen investieren. Andere sagen, das ist unfair für Länder wie Deutschland. Ja, die Idee ist, wenn alle zusammenbürgen, sind die Zinsen vielleicht niedriger. Aber Gegner sagen, das belohnt Länder, die nicht gut sparen. Ich finde, wichtig ist, dass man offen drüber redet und genau schaut, wer zahlt was. Für den Alltag ändert das erstmal nicht viel. Zurück zum Praktischen. Viele fragen, was ist, wenn ich nebenbei was verdiene, zum Beispiel mit Nachhilfe oder Fotos? Dann musst du das angeben, also ehrlich sein. Es gibt kleine Freibeträge, aber verschweigen ist echt keine gute Idee. Und Studierende? Die können oft Kosten angeben, zum Beispiel fürs Studium oder für Bücher. Manchmal bringt es jetzt wenig, aber später hilft es, wenn man mehr verdient. Das nennt man Verlustvortrag, also Verluste in die Zukunft mitnehmen. Apropos Verluste, da gibt's einen überraschenden Tipp für Leute mit Aktien. Wenn du Gewinn hast und auch einen Verlust, kann man das oft verrechnen. Also Verlust nutzt den Gewinn runter, am Ende zahlst du weniger Steuer. Das heißt natürlich nicht, einfach alles verkaufen. Aber wenn was schlecht läuft, kann ein Verkauf am Jahresende sinnvoll sein. Das nennt man manchmal Verluste ernten. Klingt komisch, ist aber eine Strategie. Wichtig, das ist kein Spiel. Investieren bleibt riskant. Wenn du das machst, lies dich ein und frag im Zweifel jemanden, der sich damit auskennt. Noch ein Thema, das oft nervt, Fristen und Mahnungen. Wenn du zu spät bist, kann es Gebühren geben. Also lieber einen Kalendereintrag setzen und vielleicht 2 Wochen Puffer. Ich habe im Handy einen wiederkehrenden Termin Steuercheck im Frühling. Da sammle ich alles und schau schon mal rein. Dann ist der eigentliche Termin nicht mehr so schlimm. Gute Idee. Und wenn ein Brief vom Finanzamt kommt, bitte nicht liegen lassen. Einmal die Woche kurz in die Post schauen und direkt reagieren, spart viel Stress. Leute fragen auch, lohnt sich ein Steuerberater? Kommt drauf an. Wenn du selbstständig bist, viele Belege hast oder keine Zeit, dann ja, das kann sich oft lohnen. Wenn du nur angestellt bist und wenig Besonderes hast, reicht oft die Software. Die führt dich Schritt für Schritt. Und du siehst sofort, ob du was zurückbekommst. Noch ein Wort, das oft verwirrt: Vorauszahlung. Manche müssen unter dem Jahr schon einen Teil zahlen, wenn sie viel verdienen oder selbstständig sind. Das ist dann wie kleine Raten für die Steuer. Und wenn es mal eng wird, nicht verstecken. Du kannst mit dem Finanzamt sprechen und eine Ratenzahlung fragen. Ehrlich sein hilft echt. Thema Umzug wegen Job. Manche Kosten kann man angeben, zum Beispiel Makler oder Transport. Aber ja, nur wenn es wirklich beruflich ist. Privat umziehen bringt da normalerweise nichts. Fortbildung ist auch gut. Kurse, die für den Job wichtig sind, kannst du oft absetzen. Also Rechnungen sammeln und aufschreiben, warum der Kurs nötig war. Und Fahrten zu Fortbildungen nicht vergessen. Da gilt wieder die Entfernungspauschale. Viele kleine Beträge werden zusammen am Ende ganz ordentlich. Noch eine kleine Sache, prüft eure Bankdaten im Formular. Wenn die falsch sind, wartet ihr ewig auf die Erstattung. Ich habe das einmal falsch getippt. Das war peinlich. Haha, ja, Tippfehler kosten Nerven und checkt auch den Namen und die Steueridentifikationsnummer. Das ist die persönliche Nummer fürs Leben, die braucht man oft. Wenn ihr Kinder habt, schaut euch das Thema Kinderfreibetrag und Kindergeld an. Das beeinflusst die Steuer. Da gibt's oft mehr, als man denkt. Und bei Pendeln, Bahn, Bus, Auto, alles zählt in irgendeiner Form. Wichtig ist die Entfernung, nicht die tatsächlichen Kosten pro Tag. Also ehrlich angeben und gut. Okay, ich glaube, das waren jetzt viele Punkte. Lasst euch nicht stressen. Fangt einfach an, Schritt für Schritt. Genau. Sammelt Belege, nutzt Pauschalen, fragt nach, wenn etwas unklar ist. Und vergesst nicht, eine Stunde Arbeit kann euch am Ende Geld zurückbringen. Wenn euch das geholfen hat,
Na ja, dann lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Wir machen das hier jede Woche locker und hilfreich. Schreibt uns auch, welche Fragen ihr noch habt. Wir greifen das in einer nächsten Folge auf. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und ja, macht die Steuer dieses Jahr einfach mal früher.